Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir haben. Airbus Guillaume Faury, Nachfolger für den A320, da wird kräftig gebastelt ohne Wasserstoff. Lufthansa darf gewisse Dinge nicht mehr sagen, weil die deutsche Umwelthilfe sie erfolgreich verklagt hat. Wir haben dann noch die 737 MAX Thematik in den USA. Die wollen da irgendwie jetzt einen Sweet Deal haben von Boeing. Eventuell wird Donald Trump weich, weil er ja jetzt auch neue Fighter-Jets bekommt. Wir gehen weiter mit dem Thema Marriott Bonvoy. Da gibt es ja immer diese Choice Benefit. Und da muss man halt sehr stark überlegen, welche Choice Benefits man macht. Da gebe ich euch meinen Take, wie ich das machen würde. Und wir haben ja Global Air, die haben, oder Global Airlines muss man glaube ich sagen, die fliegen mit dem 380er. Die machen ernst. Da geht das richtig ab. Die wollen zweimal fliegen im Mai. Und wir können starten, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt und natürlich auch in die School-Community gekommen seid. Und wir können mit dem ersten Thema ja starten, weil ihr seid ja jetzt in School, oder? Ja, machen. Das erste Thema ist Lufthansa. Lufthansa darf bestimmte Aussagen zur CO2-Kompensation nicht mehr machen. Da gibt es ein Urteil, das am 21.03. mit dem Aktenzeichen 84O29-24 gemacht wurde. Kläger ist natürlich, wie zu erwarten war, die deutsche Umwelthilfe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Die verbotene Aussage, und ich zitiere, CO2-Emissionen ausgleichen durch einen Betrag zu Klimaschutzprojekten, Zitat Ende, wenn dabei behauptet wird, Zitat, alle Projekte sorgen dafür, dass langfristig entweder CO2 eingespart oder aus der Atmosphäre gebunden wird, Zitat Ende. Und weiter wurde untersagt, und da auch wieder Zitat, mit unseren Angeboten zum nachhaltigeren Fliegen können Sie Ihre flugbezogenen CO2-Emissionen direkt während der Buchung durch den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe, SAF, reduzieren. Zitat Ende. Das Gericht hat entschieden, dass die Verbraucher in die Irre geführt werden. Heißt also, dass unklar ist, wie in welchem Umfang CO2 kompensiert wird und werden kann. Also der geneigte Zuschauer merkt, ist nicht so. Dann weiter ist so natürlich, dass die Deutsche Umwelthilfe sagt, dass damit auch verschleiert wird, wie viel CO2 wirklich da ist, beziehungsweise wie die Klimawirkung ist. Und damit würde suggeriert, falscherweise, man könne Fliegen quasi durch diese Zahlung umweltverträglich machen, also klimaneutral machen. Und das ist natürlich wie immer objektiv falsch, und das wird auch eine ganz lange Zeit so nicht sein. Und wie wir alle wissen, nimmt Lufthansa solche Sachen ernst, und man prüft jetzt erstmal, was man da machen kann. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Lufthansa da einen auf die Nase bekommen hat, einen auf die Schnüss, wie man so schön in Köln sagt, sondern es gab ja schon andere Themen in der Lufthansa Group, wo solche Aussagen zum Thema Umweltschutz, Klimaneutralität behandelt worden sind. Greenwashing ist, glaube ich, der Fachbegriff, und deshalb sieht die Deutsche Umwelthilfe das als großen Erfolg gegen Greenwashing an. Und natürlich, die Lufthansa arbeitet weiterhin an Projekten zur Effizienzsteigerung und um die Umweltverträglichkeit zu erhöhen beim Fliegen. Klar, neue Flugzeuge und so weiter. Also insofern, da muss man halt ehrlich sein, dass dieses Greenwashing, was halt von der Lufthansa auch betrieben worden ist und von der Lufthansa Group, natürlich merkwürdig ist und auch relativ schwierig ist, wenn man das sich anguckt unter diesen Aussagen. Ihr könnt ja gerne kommentieren, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze seht. 380er ist ein Thema, was natürlich immer wieder die Leute fasziniert. Und Global Airlines ist eine Fluggesellschaft, die mit neuen Strecken aufwartet, aber mit alten A380ern. Wollte ich doch fast sagen, neue 380er. Nein, die sind nur für Global halt neu. Und als Zweitabnehmermarkt ist das natürlich auch eine spannende Geschichte. Der erste Flug soll auch schon am 15. Mai stattfinden. Und zwar soll der von Glasgow gehen mit den Flugnummern HFM 808 und HFM 809. Jetzt sagt ihr, wann soll es zurückgehen? Am 19. Mai.
Flug Nummer 2 soll am 21. Mai von Manchester abgehen und der Rückflug soll am 25. Mai sein. Da sind die Flugnummern HFM 810 und HFM 811. Und Ziel ist JFK in New York. Also das heißt nicht nur New York, sondern JFK, direkt das große Geschirr. Jetzt fragt ihr euch, was wird eingesetzt? Habe ich ja schon gesagt, Airbus A380. Aber es ist auch ein Flieger, der von der Highfly betrieben wird. Es gibt Economy, Business, First Class. Das Flugzeug ist mit der 9H Global natürlich auch kein unbekanntes Flugzeug, denn es flog vorher für China Southern Airlines mit der Registrierung B6140. Das Flugzeug ist 12,5 Jahre alt und im Moment fragt sich natürlich, ja, was gibt es an Amenities, was sind die Extras, was können die anbieten? Natürlich, es gibt Amenity-Kits in limitierten Editionen für alle Klassen. First und Business Class optionaler Chauffeurservice. Es ist noch keine Buchung möglich. Man kann nur sich vorregistrieren lassen für einen sogenannten VIP-Vorverkauf. Die Maschine wird aktuell ja in Portugal, in Beja, keine Ahnung, wie man es ausspricht, für den Einsatz vorbereitet. Hatten wir ja schon berichtet, dass da in Portugal vieles passiert. Und ich bin mal gespannt, was da noch mit den Fliegern passiert, weil interessant ist es ja, dass man dort jetzt anfängt, wirklich ernst zu machen bei Global und Mai ist ja nicht mehr so lange hin. Wo es auch nicht mehr lange hin ist, anscheinend ist es zum Nachfolger vom 320er, den wir hier haben. Und zwar ist es so, Airbus stellt Weichen für den 320 Neo Nachfolger, denn die A320 ist ja eine ganz große Sache laut Guillaume Faury oder die nächste große Sache, um ganz genau zu sein. Denn die Einführung ist ja geplant zwischen 2035 und 2040, so ganz grob. Fokus ist halt auch auf neue Technologien und auf Produktion. Was wir ja festgestellt hatten, ist ja auch, dass der Wasserstoffjet nicht kommt. Heißt also, dass man da sich von verabschiedet hat, denn dass man das ursprüngliche Ziel mit dem Wasserstoffjet bis 2035 nicht umsetzen kann. Gründe sind ja auch offensichtlich dafür. Es ist halt wirklich so, dass der Wasserstoff, die Infrastruktur fehlt. Dann auch die Rahmenbedingungen gesetzlich sind nicht ganz so klar für Airbus. Und jetzt kommt ein Zitat: Es wäre ein Fehler, das Richtige zu früh zu tun. Airbus hält natürlich an dem Ziel fest, dass man bis 2050 klimaneutral ist und fokussiert sich stattdessen auf sparsamere Triebwerke. Und jetzt kommt natürlich wie immer der Klassiker SAF, Sustainable Aviation Fuel. Und seit 1960er Jahren ist es so, Flugzeuge rund 80% effizienter geworden sind. Und seit den 90er Jahren ist der Treibstoffverbrauch sogar halbiert. Also interessant, oder? Also nur, dass man das so denkt. Also in der Aviation wird ja, auch wenn wir jetzt mit dem Greenbashing bei Lufthansa und so weiter, oder Greenwashing gesagt haben, ist es so, dass Fliegen natürlich intrinsisch nachhaltiger werden möchte, aber nicht, weil sie nachhaltig sind oder weil sie sagen, das ist das Richtige, was man tut, das ist jetzt Marketing, bla bla, sondern weil einfach Kosten gespart werden und das ist halt der Antriebsmotor. Mir persönlich ist es egal, warum ein Flugzeug effizienter, besser, toller und so weiter wird, ob es jetzt ist, weil man Geld spart oder weil man die Umwelt schützen möchte. Das Ergebnis ist am Ende des Tages identisch. Ja, wie ist die Lage? Die A320 Neo-Familie ist ja bis 2030 eigentlich ausverkauft. Also da kannst du keinen kriegen. Geplante Rate von 75 Flugzeugen pro Monat wird erst in 2027 erreicht werden. Und man möchte halt natürlich auch für andere Flugzeugmodelle attraktiv bleiben und bleibt optimistisch bezüglich der Produktionsziele. Was ein Problem darstellt, ist allerdings die USA und der lustige Donald. Man kann keine Prognosen machen über Trump 2.0, wie man es so schön nennt, weil Trump jetzt in seiner Version 2.0 natürlich auch etwas unberechenbarer geworden ist. Wenn man Zölle erheben würde, würde das natürlich den Preisdruck erhöhen, aber das würde auch den Preisdruck auf Boeing wahrscheinlich erhöhen. Also insofern wäre das jetzt so ein Nullsummenspiel. Muss man halt gucken, wie sich das dort bewährt. Aber auch es gibt ja Produktion in den USA, deshalb ist es jetzt nicht ganz so klar zu sagen. Und das erklärt auch, warum
Guillaume Faury da relativ schweigsam ist. Airbus will halt natürlich auch Alternativen im US-Satellitendienst wie Starlink mitentwickeln. Also ich bin ein Starlink-Freund und finde das toll, wenn da eine Alternative wäre. Und man erhofft sich natürlich auch noch da mehr Bestellungen von europäischen Staaten. Auch was viele machen, deshalb auch nur kurz die beiden Themen Eurofighter bzw. militärische Produktion, Anstieg bei Munition, Panzern, Luft- und Raumfahrttechnik, das Eurofighter-Programm mit BAE System und Leonardo, da ist die Produktionsrate bereits verdoppelt worden. Und wenn man sich das anguckt mit dem Eurofighter im direkten Vergleich mit der F-35, nicht mit der 47 verwechseln, das ist neu, ist es so, dass der Eurofighter leistungsfähig ist, braucht aber klare Signale der Staaten für eine langfristige Planung. Das heißt also, dass man in Europa jetzt ganz klar sagen muss, ob man die Abhängigkeit von den USA weiter haben möchte oder nicht. Vor allem diese Kill-Switch-Situation oder Diskussion, um ganz korrekt zu sein, ist natürlich auch schwierig. Heißt also Kill-Switch, man kauft von Amerika ein Flugzeug und die drücken einen Knopf und dann geht die Bude nicht. Haben wir ja im Konflikt in der Ukraine gemerkt, dass die einfach dann die HIMARS nicht mehr funktionierend machen. Oder auch die Panzer, die Abraham-Panzer, ähm, die sind ja sogar da dann reduziert in der Panzerung. Also das heißt, da hat man dann auch ganz klar eine Variante, die dann etwas anders ist. Jetzt geht es noch weiter um das Thema Boeing. Auch hier muss man natürlich sagen, Boeing hat auch noch Probleme mit der 737 im Bereich der Justiz, weil da ist es so, im Juli 2024 hat man natürlich ein Schuldbekenntnis abgelegt, weil man die US-Regierung ja, oder die FAA, um genau zu sein, was die US-Regierung ja ist, soll man sagen, betrogen hat. Ich weiß nicht, ob man so ein hartes Wort nehmen kann, aber man hat bei der Zertifizierung halt Schmuh gemacht. Was man möchte, ist jetzt, dass man den Strafprozess abwendet, nachdem da die Sicherheitsprobleme und die 2 Abstürze waren. Und dieser Deal soll halt ein Sweet Deal sein. Und wie immer ist es so, dass wenn es um Sweet Deal geht, geht es um Geld und dann natürlich auch um den Compliance Monitor. Das ist der extern die ganzen Geschichten nochmal überwacht durch das Justizministerium. Und unter Trump will man jetzt dieses Schuldbekenntnis zurückziehen. Also da gibt es halt, das ist auch komplett Banane. Laut Wall Street Journal ist es so, dass das Justizministerium sich als verhandlungsbereit zeigt und man möchte halt den ursprünglichen Vergleich halt abschwächen und da halt wirklich gucken, dass man halt da wesentlich besser und einfacher klarkommt. Mögliches Ziel ist es halt bei der Änderung oder der Abschwächung natürlich da für sich wesentlich bessere Vorteile zu bekommen, finanziell vielleicht auch. Ja, warum ist es so? Und zwar ist es so, dass natürlich die Neuprüfung des alten Deals gekommen ist. Im Januar 2024 war es ja so, als bei Alaska Airlines bei der 737 MAX 9 die Türblende oder der Türstopfen, um ganz genau zu sein, sich gelöst hat. Und damit wurde ja der Deal aus 2021 erneut geöffnet. Und man hat deshalb halt das Schuldbekenntnis in 2024 im Juli dann aus dem Hut gezaubert. Aber es ist so, im Dezember 2024 lehnte ein Bundesrichter den Deal ab. Ich weiß gar nicht, ob das mehrere Bundesrichter waren. Auf jeden Fall wurde der Deal abgelehnt auf Druck von Angehörigen der Opfer aus den Abstürzen. Und jetzt gibt es eine neue Deadline bis zum 11. April, da ist noch ein bisschen Zeit, müssen Boeing das Justizministerium dem Gericht mitteilen, wie es weitergeht. Jo. Interessant ist natürlich auch, dass man hier bei Boeing jetzt denkt, dass man bei der Trump-Regierung so ein bisschen mehr Weichheit in dem Deal bekommen kann. Auch ist es so, dass es einen Sweet Deal ja schon gab und jetzt gibt es diesen Begriff Even Sweeter Deal und das ist halt der amerikanische Begriff, wenn man sich einigt, wenn man da in einer Art und Weise natürlich etwas zudecken kann für schmales Geld, um es mal so zu formulieren. Denn die Summen, die da gesprochen werden, ist für Boeing anscheinend nicht so teuer. Auch ist es so natürlich, dass man die externe Kontrolle vermeiden will
Und interessant ist ja auch, ob man jetzt mit dieser, war es F-47, glaube ich, ist die neue Bezeichnung für den neuen Jet, wo Boeing da einen Deal gekriegt hat, ob das jetzt das ist, wo man denkt, dass man damit dann einen wesentlich besseren Stand hat. Wo man auch einen guten Stand haben sollte, ist bei Status, das ist bei Merit Bonvoy Annual Choice Benefits 2025 so. Und da ist es so, dass man bei den Annual Choice Benefits, die man verfügbar hat zwischen bei 50, 75 Nächten aus allen Übernachtungen, also auch mit Kreditkarten und so weiter, ist ja eine Auswahl bis zum 1. Februar möglich. Wählt man nichts, dann bekommt man die sogenannten NUAs. Das sind die Night Upgrade Awards, die in meinen Augen fast schon relativ sinnbefreit sind. Ich habe meine gar nicht nutzen können, weil die nicht verfügbar waren, weil die werden ja nur gezogen, wenn verfügbar beim Check-in und so weiter und so fort. Also als Titanium Lifetime, der ich bin, ja, so. Also, man kann halt bei den 50 Nächten entweder 5 NUA wählen für die Premium Suite Upgrades. Man kann dann $1000 Rabatt auf ein Bett bekommen, wenn man ein Bett kaufen möchte aus der Marriott Boutique. 5 Elite Night Credits, heißt also für den Status oder fürs Lifetime-Ziel, ne, ganz wichtig. Und Silver Elite Status kann man auch zum Verschenken nehmen oder man kann $100 spenden an den Arne M. Sörens Fund, UNICEF oder WWF. Das ist alles dann für gemeinnützige Sachen. Jetzt ist die Frage, was sollt ihr da nehmen bei 50 Nächten? Meine Empfehlung ist der NUA, also der Night Upgrade Award, wirklich, und das ist so, dass es für eine Nacht ist. Ne? Also wenn ihr 5 habt, habt ihr 5 Nächte. Also das ist jetzt nicht so viel, ist nicht wie bei Hyatt, das für längere Zeit gilt, das Suite Upgrade Award. Heißt, wenn du oft halt übernachtest in solchen Full-Service-Hotels, wo du den dann auch einsetzen kannst. Also das heißt, wo du auch die Möglichkeiten hast, den einzusetzen und mehrfach anzuwenden, in der Form, bis er halt wirklich auch benutzt werden kann, weil was nützt es, wenn das Ding am Ende des Jahres immer noch im Account ist. Also meiner ist, ich glaube, ich habe 4 verfallen oder 3 verfallen lassen, weil ich habe wirklich keinen Grund dafür. Ansonsten kann man halt die 5 Nächte dazu nehmen, das heißt also diese Night Credit, wenn man halt damit die 75 Nächte zum Titanium schafft. Das ist eine Möglichkeit, dann macht das Sinn. Aber der Rest ist halt wirklich eher im Bereich für nicht sinnvoll, wenn man ehrlich ist. Also im Zweifel die 5 Night Awards nehmen und dann ist es aber auch gut. Bei 75 Nächten gibt es ja wieder dieselben Sachen, die ihr auswählen könnt, außer dann kann man einen Silber- oder Goldstatus verschenken. Also das heißt, man kann einen Goldstatus verschenken, der schon etwas besser ist. Aber finde das jetzt nicht so wirklich prickelnd. Man kann ja auch natürlich dann auch bekommen, dass man einen Free Night Award bekommt. Der ist gültig dann bis Ende 26, wenn man den 2025 auswählt. Und da kann man halt einen sehr hohen Value bekommen. Die 5 Elite Nights machen auch in dem Fall bei den 75 nur Sinn, wenn du wirklich relativ nah bist, die 100 Nächte zu erreichen für den Ambassador und auch die Umsatzschwelle von 23.000 erreichst. Heißt also, warte mit der Wahl bei 50 Nächten, falls du noch 70 bis 74 Nächte erreichen kannst, wähle dann die 5 Elite Nights, damit du halt die 75 zum Titanium schaffst. Wenn du halt die Night Upgrade Awards auswählst oder dann halt die Free Night, die werden sofort nach der Wahl auf dem Konto gut geschrieben. Leichte Verzögerungen sind immer, aber das ist jetzt nicht großartig lang. Und wichtig ist auch, dass die Elite-Nächte für dieses Jahr, für 2025 zählen, nicht für 2026. Heißt also, der Free Night Award ist bei 75 die Top-Wahl, bei 50 sollte man strategisch wählen, ob man dann halt wirklich diesen Night Upgrade Award nimmt. Ja, und die Elite Nights nimmt, wenn man wirklich nur ein Titanium bekommen kann. Ihr könnt ja jetzt dazu schreiben, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet, wie ihr meine Wahlen seht. Ich persönlich habe ja eigentlich mit 75 Nächten nichts zu tun, weil ich ja den Titanium immer habe. Den Ambassador finde ich jetzt nicht wirklich so prickelnd aus meiner Sicht, dass ich den immer wieder so begehre. War okay, als man ihn hatte, war aber jetzt nicht so die Offenbarung, will ich jetzt einfach mal sagen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Danke, dass ihr die Sendung bis zu Ende geschaut habt.
Bin morgen wieder für euch auf Sendung. Da können wir nochmal alle Themen besprechen. Und was soll man noch machen? School. Kommt auf School, ich freue mich. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.